Dubai ist eine der beliebtesten Städte der Welt und wir haben schon so oft in der Vergangenheit die Frage bekommen, hey, lohnt sich ein Sommerurlaub in der heißesten Zeit des Jahres in Dubai überhaupt? Kann man das überhaupt aushalten oder wie sieht das Ganze aus? In diesem Video möchte ich genau das mit euch besprechen und möchte euch einige Tipps und Tricks verraten, warum es sich trotzdem lohnt, zu dieser Zeit einen Urlaub in Dubai zu machen. Viel Spaß beim Video! Hi ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Channel. Wir sind wieder in Dubai und diesmal ist es etwas anders. Wir sind nämlich in der heißesten Zeit des Jahres hier in Dubai. Wir waren selbst um diese Zeit noch nie hier und weil uns in der Vergangenheit schon einige Fragen erreicht haben. Hey, wir haben unseren Sommerurlaub in Dubai gebucht. Könnt ihr uns Tipps geben für diese Zeit? Wie kann man das am besten nützen? Möchte ich in diesem Video jetzt mal darauf eingehen, warum es sich trotzdem lohnen kann, um diese Jahreszeit hierher nach Dubai zu kommen. Und ich denke mal, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen die Umgebung, wie das hier so aussieht und ich würde sagen, wir starten los. Ich habe mir jetzt eine Flasche Wasser geschnappt und bin gerade in der Dubai Marina unterwegs und ihr könnt sehen, hinter mir, es ist quasi leer hier. Also die Stadt gleicht im Sommer wirklich fast einer Geisterstadt, wenn man das so möchte, zumindest in den Außenbereichen. Es ist jetzt ganz egal, ob man das morgens früh um 6 Uhr macht, also ob man morgens früh um 6 Uhr zu einem Morgenspaziergang geht, wo es übrigens um diese Zeit auch so um die 34 Grad hat und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat. Ich blende euch das ganz kurz mal ein. Ich war gestern auf einem Morgenspaziergang unterwegs und es war schon sehr ordentlich. Also ich war nach 6 Kilometern war ich platt. So, jetzt haben wir hier eine Baustelle. Einmal kurz an der Baustelle vorbei. Wir haben aktuell 3 Uhr nachmittags, so um die 39 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr so 74%, wenn man der Wetter-App trauen kann. Und es ist einfach leer, egal wohin man schaut. Es stehen auch alle Boote im Hafen und es ist quasi wirklich niemand unterwegs. Wo wir aber quasi zum ersten Vorteil kommen, um eine Reise in dieser Jahreszeit hier in Dubai zu machen, weil es wirklich sehr, sehr wenige Touristen gibt hier in der Stadt. Und das kann ein immenser Vorteil für viele Sachen sein, wenn man zum Beispiel diverse Indoor-Aktivitäten machen möchte, die ich euch ein bisschen später noch einblende, weil man einfach keine langen Wartezeiten hat und so weiter. Ein weiterer Vorteil, warum es sich lohnt, Dubai um diese Jahreszeit zu besuchen, sind die günstigen Hotelangebote. Also Airbnb und Hotels bekommt man natürlich um diese Jahreszeit um einiges günstiger, als man das außerhalb der Sommermonate bekommt. Darum kann es sich sehr, sehr lohnen, speziell wenn man richtig eine coole Poolanlage beim Hotel dabei hat, wo man sich auch tagsüber erfrischen kann, da das Meer ja hier in Dubai im Sommer leider nicht wirklich erfrischend ist. Also ich war gestern, wie gesagt, um 6 Uhr morgens am Strand, da hatte das Meer so ungefähr 34 Grad, also das ist wirklich so wie eine gut warme Badewanne. Also einen erfrischenden Sommerurlaub am Strand wird man hier in Dubai im Sommer nicht finden, aber man kann natürlich ganz viele andere Sachen hier noch finden. Ein weiterer Punkt, warum sich Dubai um diese Jahreszeit lohnt, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, sind natürlich die wenigen Touristen hier um diese Jahreszeit. Das heißt, man kann die diversen Indoor-Aktivitäten, die es in Dubai ja hier zuhauf gibt, machen, ohne dass man lange irgendwie anstehen muss. Und das nächste, was in Dubai natürlich auch ein großer Vorteil ist, man kann quasi wirklich vom Hotel ins Taxi hüpfen, vom Taxi in eine nächste klimatisierte Anlage hüpfen. Das heißt, wenn man nicht draußen sein möchte in Dubai, dann muss man das auch nicht oder zumindest nur ganz kurz. Also da haben die das wirklich sehr, sehr gut angelegt. Das ist auch mit der Dubai Metro, kommt man sehr günstig und sehr schnell wirklich von A nach B. Ich habe mich jetzt schnell in den Schatten verkrümelt, weil es einfach so heiß ist und ich habe vorhin da aufgehört bei dem Punkt Indoor-Aktivitäten, also die diversen Malls in Dubai, die ja die verschiedensten Aktivitäten anbieten und so weiter. Also da gibt es wirklich eine große Range von Indoor-Aktivitäten hier in Dubai, nicht nur in den Malls, sondern auch außerhalb.
Dazu verlinke ich euch in der Infobox unten natürlich auch einige Orte, die wir sehr empfehlen können und worüber wir teilweise auch schon Videos gemacht haben. Die verlinke ich euch dann auch am Ende des Videos noch in unserer Dubai-Playliste, wo ihr euch mal durchstöbern könnt, was man da alles so machen kann. Wenn ihr trotzdem hierher kommt und sagt, ihr wollt aber die typischen Outdoor-Aktivitäten machen, wie eine Wüstensafari zum Beispiel, dann empfehle ich euch, macht das entweder ganz früh morgens. Da kann man zum Beispiel eine wunderschöne Heißluftballontour machen zum Sonnenaufgang mit anschließenden Breakfast in der Wüste. Das Video verlinke ich euch jetzt hier oben. Oder man macht das Ganze abends zum Sonnenuntergang, was auch super schön ist. Das haben wir auch schon gemacht. Das verlinke ich euch jetzt auch oben im Video. Dazu muss man noch sagen, dass die Sommerhitze in der Wüste um einiges leichter zu ertragen ist als hier in der Stadt, weil einfach die Luftfeuchtigkeit um ein Vielfaches geringer ist. Und weil das ganz eine andere Hitze ist. Also 40 Grad hier in der Stadt sind ganz anders zu ertragen als 40 Grad in der Wüste draußen, wo das einem nicht so heiß vorkommt, weil eben einfach die Luftfeuchtigkeit um ein Vielfaches geringer ist. Und ansonsten möchte ich euch noch einen Tipp da lassen bezüglich Kleidung. Ich empfehle gerne einfach Kleidung aus Leinen, die ist super angenehm und man schwitzt da auch nicht ganz so übel wie mit vielleicht anderen Sachen. Und was sich natürlich auch lohnen kann, ist, wenn man einfach lange Sachen mitnimmt, dadurch, dass die Temperaturunterschiede zwischen der Außentemperatur und den ganzen klimatisierten Räumen wie Malls, Hotels, Taxis, Metro, einfach alles, was Indoor ist, ist quasi gute 20 Grad kühler als die Außentemperatur und da kann man sich sehr schnell, sehr böse verkühlen. Und um das zu vermeiden, lohnt es sich auf alle Fälle einfach eine lange Bluse mitzunehmen oder eine lange Hose, um dann einfach in den Inneneinrichtungen nicht zu frieren. Eine weitere coole Geschichte, vor allem im Sommer auch gut, wenn man vielleicht die Dubai Marina zum Beispiel tagsüber erkunden möchte und das jetzt aber nicht so in die Länge ziehen möchte und zu Fuß gehen möchte, dann gibt es auch das coole Angebot der ganzen E-Scooter hier in Dubai. Eine ist zum Beispiel der Lime Scooter, da gibt es eine coole App am Handy, die lädt man sich runter und es ist dann ganz easy quasi von A nach B zu kommen mit diesem Scooter und da kann man natürlich um einiges mehr sehen, als wenn man das Ganze zu Fuß erkunden möchte. Eine weitere Geschichte, die ich noch gerne mit euch teilen möchte und als Tipp hier lassen möchte, egal wo ihr in Dubai im Sommer hingeht, nehmt auf alle Fälle immer etwas zu trinken mit. Am besten Wasser. Und auch wenn es in Dubai wirklich hier in jeder Ecke einen kleinen Supermarkt gibt oder einen Kiosk gibt, wo man sich ein Wasser holen kann, kann man machen. Allerdings gibt es hier in Dubai auch die coole Initiative Dubai Can. Das wurde vor einigen Jahren hier ausgerollt und ist mittlerweile quasi in der ganzen Stadt verfügbar. Das sind diese Wasserstationen, wo man einfach seine Flasche wieder auffüllen kann. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin quasi immer mit meiner Flasche unterwegs. Wenn die leer ist, dann einmal schnell zur Dubai Can Station und wieder aufgefüllt. Das Wasser ist gefiltert, das Wasser ist gekühlt. Also das ist wirklich eine sehr coole Möglichkeit, einfach erfrischt zu bleiben, auch wenn die Temperaturen hier so warm sind. Eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, und zwar, wo buchen wir unsere Unterkünfte, beziehungsweise welche Orte empfehlen wir hier in Dubai? Wir buchen unsere Unterkünfte eigentlich zu 99% über Airbnb. Es gibt aber auch noch eine sehr coole Plattform, die wir sehr gerne nutzen, wenn es jetzt mal ein Hotel sein sollte, das vielleicht etwas in der oberen Range liegt, so ein 4-5-Sterne-Hotel. Das ist die Plattform Stay for Long. Da kann man wirklich sehr, sehr gute Deals machen, speziell jetzt auch über die Sommerzeit hier in Dubai. Schaut da auf alle Fälle mal vorbei. Der Link, der ist in der Infobox unter dem Video. Bezüglich dem richtigen Ort, wo man in Dubai hingehen sollte für den ersten Urlaub, da empfehlen wir eigentlich immer die Dubai Marina, weil man quasi hier alles in einem hat. Man hat ein bisschen mehr, man hat gleich die Jumeirah Beach Residences, also den JBR Beach, anschließend zur Dubai Marina. Man hat hier eine Mall, man hat hier so quasi wirklich alle Annehmlichkeiten, egal ob man jetzt hierher kommt als Single, als Paar oder als Familie. Es ist wirklich für jeden etwas dabei und das ist quasi ja, unserer Meinung nach das Beste, wenn man jetzt das erste Mal hier nach Dubai kommt. Man ist auch mit der Dubai Marina sehr zentral. Man kann mit der Metro zum Beispiel sehr schnell nach Dubai Downtown fahren. Man kann auch mit dem Taxi innerhalb von 25 Minuten zum Beispiel zum Burj Khalifa fahren. Demnach ist das die Region, die wir für alle empfehlen, die quasi das erste Mal nach Dubai kommen. Es gibt natürlich auch noch viele mehr. Hier ist auch so, jedem gefällt was anderes. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne in einer anderen Region seid oder wenn ihr in einer anderen Region schon wart und das hat euch sehr gut gefallen. Ihr könnt das zum Beispiel für Familien empfehlen oder sonst was. Schreibt das super gerne in die Kommentare, damit sich auch andere ein Bild machen können und von verschiedenen Meinungen profitieren können. Und somit hoffe ich, ich konnte euch einfach einen kurzen, authentischen Einblick geben, wie Dubai im Sommer so ist und warum es sich einfach lohnen kann, trotzdem hierher zu kommen, auch wenn es super heiß ist. Und wenn ihr noch mehr Inspirationen oder Reisetipps für Dubai haben möchtet, dann schaut hier gerne unsere Dubai-Playliste an. Hier haben wir die diversen Videos gepostet für Dubai-Aktivitäten in Dubai, um Dubai und so weiter. Also schaut da gerne vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns super gerne ein Abo da und ich freue mich, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut!